Bei Christine war das von Anfang an so. Also das erste Mal, dass ich sie getroffen habe und bei ihr war, hatte ich gleich das Gefühl, ich kann ihr einfach alles sagen. Das ist ein sicherer Raum. Ich hatte immer das Gefühl, egal wie ich da bin, egal was mich beschäftigt, es ist alles willkommen und es ist völlig in Ordnung. Nach diesem Wutkraft-Workshop war ich irgendwie so ich war so selbstbewusst plötzlich und dachte mir so: „Ich kündige. Ich mache jetzt mein eigenes Ding." Ja, ich habe begriffen, dass ich nicht fremdbestimmt bin, sondern dass ich, eigenverantwortlich handeln kann, dass ich, die Kontrolle habe, dass ich, die Macht habe, alles selber in die Hand zu nehmen, anzupacken und, dass ich nicht so ausgeliefert bin. Es war einfach die pure Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ja, ich habe die Kontrolle wieder. Oder das erste Mal die Kontrolle in meinem ganzen Leben. Ich hatte vorher immer so das Gefühl, ich bin dann den Energien und den Launen von anderen Menschen so total ausgeliefert. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, so wie so eine Schutzmauer irgendwie kommt und ich lasse das nicht mehr alles so völlig ungefiltert an mich ran, sondern ich kann mich irgendwie abgrenzen besser. Und was ich halt jetzt dadurch geschafft habe, ist einfach, dass ich das Leben merke. Ich kann es einfach viel mehr genießen. Ich bin viel bewusster und bin nicht mehr so dieses ängstliche, völlig nicht selbstbestimmte Häufchen, was so total darauf wartet, dass irgendwer kommt und es rettet. Das ist so viel wert, wenn man weiß, wie man durchs Leben geht und dass das alles irgendwie angelernt ist und dass man das alles dann verändern kann. Ich bin Laura, ich bin 31 Jahre alt und ich bin Physiotherapeutin. Habe mich 2024 selbstständig gemacht mit einer mobilen Physiotherapiepraxis. Ja, mir ging's psychisch sehr schlecht. Ich hatte Panikattacken, hatte ja eine Angststörung, Depression und hatte so schon ja hatte das Gefühl, ich stecke einfach fest. Es geht nicht weiter. Ich habe verschiedene Lösungsansätze ausprobiert. Ich war einmal in der Klinik, in der psychiatrischen, ich war in psychologischer Behandlung, sowohl medikamentös als auch halt kognitive Verhaltenstherapie habe ich gemacht. Aber so richtig lösen konnte ich das Problem einfach nicht damit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Kontrolle habe. Ich hatte das Gefühl, ich habe eine Diagnose und teilweise wurde mir leider auch gesagt, dass es sein kann, dass ich das niemals loswerde. Man kann doch einem 25-jährigen Menschen nicht sagen: „Ja, du musst wahrscheinlich dein ganzes Leben lang irgendwie mit Panikattacken leben." Das ist doch irre. Also und das stimmt ja auch nicht. Es gibt einfach so viele Wege. Ja, seitdem ich bei Christine angefangen habe es sind ja auch verschiedene Sachen, die ich bei ihr gemacht habe. Also erst mal die Einzelcoachings, die ich gemacht habe, wo ich wirklich tatsächlich das erste Mal das Gefühl hatte, ich werde mit meinem Problem gesehen und da ist jemand, der ist wirklich da und ist irgendwie mitfühlend und empathisch und fängt mich auf und es war es haben sich plötzlich irgendwie so Urwunden gezeigt, die für Christine dann irgendwie so ganz klar waren, dass vereinzelte Probleme vielleicht daher kommen können. Und ich wusste, okay, ich bin aus 'nem Grund so, wie ich bin und ich habe die Probleme aus 'nem Grund. Also, das ist nicht einfach so, das ist nicht, weil ich kaputt bin oder so oder weil ich krank bin oder irgend 'ne komische Imbalance in meinem Hirn ist oder so, sondern das ist halt es hat alles 'n Ursprung. Und, von diesem Punkt aus konnte ich dann einfach ganz anders weitergehen. Ich habe begriffen, dass ich nicht fremdbestimmt bin, sondern dass ich, eigenverantwortlich handeln kann, dass ich, die Kontrolle habe, dass ich, die Macht habe, alles selber in die Hand zu nehmen, anzupacken und, dass ich nicht so ausgeliefert bin. Ähm, genau, und das kam vor allem durch diesen Wutkraft-Workshop, den ich bei Christine gemacht habe, wo ich auch das allererste Mal in meinem Leben so richtig schreien konnte
was ja auch so total verpönt ist irgendwie. Niemand schreit heutzutage. Und da bei diesem Wutkraft-Workshop das allererste Mal gedacht: „Boah, geil, jetzt lasse ich so richtig die Sau raus und brülle den Laden zusammen." Und danach war man einfach total leer. Plötzlich war alles raus. Es wollte auch nichts mehr raus. Es war einfach nur irgendwie so so 'n weißes Blatt da, was irgendwie neu beschrieben werden wollte. Und da sind mir auch noch mal so ganz viele Sachen bewusst geworden, wie ich eigentlich durchs Leben gehe. Mit welcher Grundhaltung gehe ich durchs Leben. Und das ist so viel wert, wenn man weiß, wie man durchs Leben geht, und dass das alles irgendwie angelernt ist und, dass man das alles dann verändern kann. Und nach diesem Wutkraft-Workshop war irgendwie so ich war so selbstbewusst plötzlich und dachte mir so: „Ich kündige. Ich mache jetzt mein eigenes Ding." Dadurch, dass ich's geschafft habe, hatte ich dann so viel Selbstbewusstsein plötzlich und dachte: „Boah, ich kann alles anpacken und ich mache mein eigenes Ding so." Und ich, habe auch aufgehört, mich von meinen Patienten dann, ähm, rumkommandieren zu lassen oder runterputzen zu lassen oder irgendwie doof von der Seite anmachen zu lassen dafür, dass ich vielleicht mal 5 Minuten zu spät bin oder so. Das war dann so: „Nö, ich bin Therapeutin und ich bin halt zu spät, weil ich irgendwie im Stau stand oder so. Ich kann nichts dafür und das muss ich mir nicht anhören." Und das das, äh das war einfach die pure Freiheit und Selbstbestimmtheit. Ja, die Kontrolle wieder. Oder das erste Mal die Kontrolle in meinem ganzen Leben. Also, ich nehme keine Medikamente mehr, ähm, und Panikattacken würde ich so jetzt auch nicht mehr nennen. Also, ich habe schon noch Ängste, Unsicherheiten, aber ich habe irgendwie die Beziehung zur Angst ändern können. Also, dass ich die Angst nicht mehr als Gegner sehe. Wenn ich merke, die Angst kommt, dann lade ich sie ein und sage: „Hey Angst, was geht? Gehen wir heute in den Supermarkt?" Also, jemand, der wirklich was verändern will, ist absolut richtig bei Christine, weil da wird man dann sehr schnell sehr große Erfolge erzielen. Wenn man wirklich offen ist und kritisch dann auf sich blickt, ähm, aber auch ganz, ganz liebevoll. Also, das ist auch zum Beispiel was ich bei ihr gelernt habe, immer wieder liebevoll zu mir zu sein und mich nicht, immer mit der Peitsche, ähm, ja, für irgendwelche Sachen, die ich jetzt doch nicht geschafft habe, wo ich doch eigentlich weiß, das sollte ich so machen oder ich möchte das so machen, ne, dass ich dann einfach nett zu mir bin. Ähm, genau, also alle Menschen, die einfach offen sind, an sich zu arbeiten, denen würde ich die Zusammenarbeit mit Christine empfehlen.